Hallo und herzlich willkommen bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Mein Name ist Thorsten und ich habe heute für euch ein neues Video vorbereitet, und zwar geht es um das Thema Infrarotheizung. Ihr kennt das alle, die Gaspreise gehen nach oben, die CO2-Besteuerung kommt bzw. ist schon da seit dem 01.01.2024 und hat sich erhöht. Also man ist auf der Suche nach Alternativen, wenn es um das Thema Heizen geht. Da muss man sich natürlich anschauen, was macht Sinn, was macht da wenig Sinn, und ich habe heute mal für euch etwas vorbereitet, und zwar zum Thema Infrarotheizung. Ich habe hier meine kleine Kemenate einfach mal mit einer zusätzlichen Infrarotheizung ausgestattet, und ob das Sinn macht oder ob das alles totaler Quatsch ist, das gucken wir uns nach dem Intro an. Bleibt dran! Ja, willkommen zurück zum Video. Und ja, ich habe mir eine Infrarotheizung besorgt. Zur Unterstützung der Fußbodenheizung, die ich hier habe. Warum das Ganze? Also grundsätzlich muss man sagen, unser Haus stammt hier aus dem Jahr 2009, ist recht gut isoliert, also eigentlich alles überhaupt gar kein Problem, und wir heizen hier eigentlich mit einer Gasbrennwerttherme und haben eine Fußbodenheizung hier installiert, und das Ganze ist eigentlich auch überhaupt unproblematisch gewesen über die letzten Jahre. So, jetzt haben wir natürlich in den letzten 2 Jahren gesehen, das Thema Gaspreise, das ging alles ein Stückchen nach oben, und jetzt auch in diesem Jahr reden wir wieder über die CO2-Besteuerung, das heißt, das wird eigentlich auch alles nicht günstiger. So, der Punkt ist dann eigentlich, dass wir gesagt haben, wir würden unsere Gasbrennwerttherme dann einfach um 1 bis 2 Grad generell runterstellen, was eigentlich auch bei der Isolation des Hauses und bei den Gegebenheiten, die wir haben, üblicherweise gar kein Problem ist. Also im Zweifelsfall haben wir unten im Wohnzimmer auch noch einen Kamin, mit dem wir da noch ein bisschen Wärme machen können, also so ein Holzofen. Das funktioniert alles. So, jetzt muss man allerdings dazu sagen, diese Kemenate hier, mein kleines Büro, hat rund 8 Quadratmeter, wie gesagt Fußbodenheizung, ist vollgestellt mit Möbeln. Ich habe hier einen relativ großen Schreibtisch, ich habe hier hinter mir einen Schrank, und dementsprechend ist natürlich die Fläche, die die Fußbodenheizung zur Verfügung hat, um in den Raum hier Wärme reinzubringen, schon mal erstmal begrenzt. So, zusätzlich kommt hinzu, dass wir damals entschieden haben, dass dieses Büro quasi in unseren Eingangsbereich einen halben Meter oder, Entschuldigung, also die Hälfte des Büros quasi außerhalb des Hauses stattfindet. Das heißt, wir haben so ein bisschen nach vorne versetzt gebaut. So, das hat natürlich zur Folge, dass ich natürlich relativ viel an Außenwänden habe, ne? Ich habe einmal hier vorne das Fenster als Außenwand, ich habe hier eine halbe Außenwand, ich habe da eine halbe Außenwand, ich habe unter mir natürlich, dadurch, dass wir rausgebaut sind, auch einen halben Außenboden in Anführungszeichen, und hier oben haben wir einen Zwerchgiebel drauf, und damit das schöner aussieht und die Decke nicht so ganz so drückt, haben wir gesagt, lassen wir den Zwerchgiebel offen. Schön. Hat aber jetzt natürlich im Zuge, wenn, sag ich mal, die Temperaturen so winterlich sind und es bleibt länger mal draußen wirklich kalt, dann ist das natürlich alles etwas blöd. Dann wird es ein bisschen frisch hier drin, zumal noch hinzukommt, ich habe hier nicht wirklich viel von der Sonne, selbst wenn es mal schöne Tage sind. Ich habe es von Nordseite raus. Im Sommer schön, aber im Winter natürlich kriege ich hier also wirklich über diese Effekte keine Wärme rein. So, und das war natürlich jetzt ein Problem, und da haben wir gesagt, also eigentlich frieren möchte ich ja hier drin auch nicht. Und da gab es jetzt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Also entweder ich fahre in den Baumarkt und kaufe mir so einen 2 kW Radiator, oder aber ich schaue mich mal nach einer Infrarotheizung um. Ja, und ich habe mich dann letztendlich für eine Infrarotheizung entschieden. Welches Modell ich da genau gewählt habe, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das ist kein Problem, gibt es bei Amazon oder bei anderen Händlern, alles überhaupt gar kein Problem. Also die Heizung, dieses Infrarotpanel, hat 550 Watt elektrische Leistung und ist laut Hersteller für eine Raumgröße bis zu 11 Quadratmeter geeignet. Das heißt, ich liege mit meinen 8 Quadratmetern hier gut. Das sollte funktionieren. Wenn wir uns die weiteren technischen Daten mal so ein bisschen angucken, das Ding ist also 1,20 Meter breit, 40 in der Höhe und hat eine Dicke von 2,5 Zentimetern und wiegt circa 6,5 Kilo.
Ne? Und das ist mit einer Schuko-Anschlussleitung kommt das oder wird das ausgeliefert. Die Anschlussleitung hat irgendwie 1,80 Meter, also musste ich da irgendwie noch so eine Verlängerung dran machen, ist aber auch grundsätzlich erstmal kein Problem. So, und was für mich wichtig war, ist, dass das gesamte Panel relativ montagefreundlich ausgestattet ist. Ne? Und dieses, was ich hier gekauft habe, kommt mit einer Wandhalterung, wo dann hinterher das Panel einfach eingeklickt wird und dann mit einem Verriegelungsmechanismus festsitzt. Und das habe ich also hier oben unter der Decke in der Schräge, ne, habe euch da mal ein Bild eingefügt, kann man das sehen. Das habe ich alleine montiert und ich sag mal, das spricht alleine schon für das Produkt, wenn man sich andere Rezensionen von anderen Geräten anguckt. So, das Panel an sich ist aus Metall, also die Front ist aus Metall, das ist schlicht weiß lackiert, passt sich optisch sehr gut oben an die Wand an, ist also wirklich so gut wie nicht auffällig und das Einzige, was ich da vielleicht nochmal machen muss, ist das Thema Leitungsverlegung, dass ich da schaue, dass ich da mal einen Kabelkanal oder irgendwas mache. Aber das ist nicht ganz so tragisch, ne? Das läuft über einen Schrank hier, der hinter mir steht, ist also nicht wirklich störend sichtbar und von daher schauen wir mal, kriegen wir alles hin, ist aber auch kein Wohnzimmer, ist ja nur ein Büro hier. Also die Nutzung der Infrarotheizung läuft bei mir eigentlich so, dass wenn ich hier morgens in das Büro reinkomme, dass ich die als erstes anmache, setze mich hier an den Rechner und dann fange ich an zu arbeiten. Und ich merke eigentlich schon nach so kurzer Zeit, 5 bis 10 Minuten circa, dass, sag ich mal, eine angenehme Wärme auf den Körper wirkt. Und das ist natürlich ein Vorteil von einer, ich sag mal, Infrarotheizung. Die heizt quasi ja die Körper oder die Elemente, die in dem Strahlungsbereich stehen, heizt die auf. Das heißt also, die macht mich warm, die macht den Schreibtisch warm und die heizt auch die Wand, die mir gegenüber ist. Das heißt also, das ist eine relativ angenehme Wärme und das macht ein angenehmes Gefühl und wie gesagt dann auch relativ schnell. So und bislang hat es ausgereicht, wenn ich die morgens so für eine Stunde, maximal 2 entsprechend habe laufen lassen und dann ist das Büro hier eigentlich angenehm temperiert. Dann fühlt man sich wohl und hat nicht das Gefühl, oh nee, die Finger sind klamm oder irgendwie, das funktioniert irgendwie nicht. Ja, und das ist dann schon relativ angenehm und dann mache ich die auch wieder aus. Man kann sich natürlich im nächsten Schritt überlegen, ob man das Ganze, weil ja immer viel von diesen Steckerthermostaten gesprochen wird und dass die einen Raumthermostat brauchen. Wie gesagt, ich lasse die hier eigentlich nicht laufen, wenn ich nicht da bin, sondern nur, wenn ich da bin. Man kann sich aber natürlich auch überlegen, dass ich die hier über ein Shelly und über unsere Hausautomatisierung, ich habe hier einen Raumthermostat von Homematic, das kann ich natürlich alles irgendwie miteinander verbinden und ich könnte das auch über unseren I/O-Broker visualisieren. Habe ich momentan noch nicht gemacht, mache ich vielleicht noch. Muss ich mir noch überlegen, wenn ich Zeit und Lust habe, gehe ich da vielleicht auch dran. Ja. So, also ich sage jetzt mal, worauf man allerdings ein klein wenig achten muss bei diesen Infrarotgeräten ist, die werden relativ heiß. Also diese Metalloberfläche, die hat, ich habe das mal gemessen mit einem Lasertemperaturmessgerät, blende ich euch auch ein Bild ein. Da liegt die Temperatur an der Oberfläche bei ca. 100 Grad. Der Hersteller gibt sogar an, dass die bis zu 120 Grad warm werden kann. Und an den Außenrändern wird das dann weniger, aber im Mittenbereich ist das schon relativ heiß. Das heißt also, man sollte hier wirklich die Herstellerangaben berücksichtigen, was die Abstände zu Möbeln oder aber auch zu anderen Gegenständen angeht. So, also die Kosten, die sich daraus ergeben, dass ich dieses Panel hier so betreibe, die sind nach meinem Dafürhalten relativ überschaubar. Wie gesagt, wir haben 550 Watt. Ich habe das über ein Shelly gemessen, kann man da auch sehen. Ich glaube, es sind 4 Watt mehr, die das Panel verbraucht. Aber wenn ich die, ich sag mal, zwischen 1 und 2 Stunden am Tag in Betrieb habe und das ja auch nur in den Tagen oder an den Tagen, wenn es draußen wirklich unangenehm ist oder wenn es hier drin wirklich kalt ist, und das dürften nicht wirklich viele Tage sein, dann verbrauche ich hier pro Tag irgendwie 1 Kilowattstunde, ein bisschen drüber. Selbst wenn die 40 Cent kostet, ist das relativ überschaubar und ich glaube, dass dieses System also hier günstiger ist, als wenn ich an meiner Brennwerttherme jetzt, sage ich mal, fürs ganze Haus die Temperatur wieder hochstelle. Ich sag mal, dann habe ich im ganzen Haus natürlich wieder mehr Wärme, bin hier auch zufrieden, aber habe natürlich dafür auch mehr Kosten auf der Gasseite.
Also als Fazit kann und muss ich eigentlich sagen, für diese Kemenate, für mein kleines Reich hier, ist diese Art von Zusatzheizung als Unterstützung für meine Fußbodenheizung durchaus brauchbar. Ich finde das in Ordnung, das reicht mir völlig aus. Und das Panel an sich kann ich so nur empfehlen, was ich bis jetzt gesehen habe. Und von daher wäre das für mich alles völlig okay. Ob dieses Prinzip Infrarotheizung ohne eine Fußbodenheizung eine echte Alternative für eine gesamte Heizung des Hauses wäre, da bin ich eher etwas skeptisch. Weil, wie gesagt, 550 Watt für 11 Quadratmeter, wenn ich jetzt mal sage, ich habe vielleicht ein Wohn-Esszimmer mit 40 Quadratmeter, da brauche ich 2.000 bis 3.000 Watt oder 1 kW Heizflächen, dann habe ich keine Fußbodenheizung. Das heißt, die laufen längerfristig auch über den Tag. Da kommt schon einiges an kW zusammen. Ich habe es jetzt nicht gegenübergestellt, wie viel kW wir über die Fußbodenheizung verbrauchen. Aber so rein Bauchgefühl würde ich sagen, das kann eigentlich fast nicht günstiger sein. Aber wie gesagt, da sind natürlich auch, sag ich mal, muss man sich überlegen, wie sich das auch zukünftig entwickelt, ob die Gaspreise weiterhin steigen, ob Strompreise fallen. Ich meine, wir haben auch die teuersten Strompreise mit. Also von daher muss man sich das gut überlegen. Wie schon am Anfang gesagt, als Zusatz zu dem, was wir hier als Fußbodenheizung haben, kann ich dieses Ding da oben nur empfehlen. Es macht eine wohlige Wärme, es muss nicht lange laufen über den Tag und ich sag mal, das war soweit in Ordnung. Das war es, was ich euch sagen wollte zum Thema Infrarotheizung. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen rauf da. Ihr dürft natürlich gerne auch den Kanal abonnieren, würde mich super freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was ich hier alles so auf dem Kanal noch mache, dürft ihr gerne die Glocke drücken, dann werdet ihr informiert. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und gerne wieder hier bei eurem Kanal für Haus und Technik. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.